Hallo ihr lieben Zwillinge, hier kommt euer Januar-Update für das Kollektiv der Zwillinge und ich bin gespannt, was ich euch mitteilen darf. Schauen wir mal. Oh, auch ihr werdet ja ein bisschen mit Verwundung und Schmerz konfrontiert und ihr habt hier Merkur, Kommunikation, Gedanken, intellektuelle Themen. Es geht um euren Intellekt. Möglicherweise habt ihr hier auch Kommunikation, die verwundend wirkt. Ne? Euch verletzt irgendwie jemand oder ihr seid im Bereich der Worte, der Sprache empfindlich. Was auch ganz verständlich ist, denn das gesprochene Wort hat viel Macht. Und jetzt gucken wir mal, was sich dem Kollektiv der Zwillinge hier für eine Botschaft für den Januar aufzeigt. Guckt euch das mal an. Gerade haben wir es davon. Also Kommunikation, Gespräche, Korrespondenzen, Nachrichten, Austausch aller Art wird hier für euch ein Thema sein. Es kann hier sein, dass sich verbindlich was in eine Richtung dreht, ne, wo ihr denkt, wow, ewig das Gleiche. Es kann ja auch sein, dass es um Beziehungsthemen geht, Nachrichten, Möglichkeiten, neue Verträge einzugehen, neue Verbindlichkeiten. Ihr habt ja auf der bewussten Ebene die Positivität, ne? Und in der unterbewussten Ebene ist es für euch so, dass ihr eventuell denken könntet, mir sind die Dinge zu oberflächlich, ich bin immer nur kurz glücklich, ne? Ich sehne mich nach Alltagsglück, nach guter Energie, aber man sieht hier auch, dass dir die Kommunikation zu oberflächlich ist, auf jeden Fall. Was schön ist, dass du hier gute Chancen hast, tatsächlich einen Konflikt hinter dir zu lassen. Das ist das, was ich meine. Der Konflikt legt sich hier in die Vergangenheit schon rein. Es kann sein, dass etwas aufgewühlt wird, dass dir etwas bekannt vorkommt, dass du jetzt Aufklärungsmöglichkeiten kriegst, aber dass eben die Konfrontation nochmal da ist. Man sieht hier wirklich schöne neue Verträge, neue Verbindlichkeiten, auch mehrere Möglichkeiten, ein neues Kapitel in deinem Leben anzufangen. Was ich hier auch habe für alle, die irgendwie einen Kurs machen, eine Prüfung vor sich haben, die wird hier gut ausgehen. Man sieht vielleicht auch das Bestehen einer Prüfung im Leben, die man überwunden hat. Man sieht, dass viel, was an der, ja, was ihr so gedeckelt habt, dass das an die Oberfläche kommt, Geheimnisse sich lüften, eventuell viel im Verborgenen geschlummert hat, was jetzt hochbricht. Auch die Möglichkeit für euch ein neues Kapitel zu eröffnen. Und es geht im weitesten Sinne um das Thema Freundschaft, Treue, Loyalität. Ich habe hier auch neue Verbindungen, Menschen, die ihr noch nicht kennt, die hier als Wegbegleiter kommen. Austausch mit Freunden, der hier neue Energie auch zurückbringt. Ihr überdenkt vielleicht auch das Feld der Freundschaft. Ja, wir haben hier tatsächlich auch eine Beziehungsthematik. Ich sehe hier tatsächlich die Verwundungen. Hier kann es sehr stark darum gehen, dass etwas nicht ausgesprochen wurde und dass Unehrlichkeit irgendwo da war und dass ihr dann plötzlich mit der Wahrheit konfrontiert werdet und es hat irgendwie so einen bitteren Beigeschmack oder ihr fragt euch, warum? Hm? Es kann ja auch sein, dass ihr so in der Stimmung seid, dass ihr Dinge hinter euch lasst, Schnitte vornimmt, wo sie nötig sind. Ich sehe aus dem Umfeld die männliche Energie oder auch das Gegenüber. Das Gegenüber und Kinder können hier auch ein Thema sein, also Beziehungen aus dem näheren Umfeld. Ja, es geht auf jeden Fall darum, sich den Hindernissen zu stellen, im Vertrauen zu bleiben, zur guten Energie zurückzukommen.
einem Hindernis, das dir ständig wieder begegnet ist, das auch mal zu beschneiden, ne? Wo man sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, immer wieder an den gleichen Punkt zu kommen. Das kostet mich Lebensenergie, dabei hast du sehr viel Gutes zu bieten, ne? Es geht darum, positiv zu bleiben und eine positive Umgebung für dich zu erschaffen. Und das hast du auch in der bewussten Ebene drin. Aber irgendwas zieht dir hier auch Energie, weil es endlos gleiche Blockaden sind. Das kann jetzt etwas sein, was ein Vaterthema mitbringt, ein Beziehungsthema, wo du vergleichst Männer aus deiner Vergangenheit, oder ich sage jetzt Männer, weil ich aus der Frauenperspektive gucke, Partner aus der Vergangenheit, ne? Jetziger Partner, also diese Vergleiche. Du möchtest, dass sich langfristig etwas gut gestaltet und positiv, und du hast hier einen Monat, wo du auch so ein bisschen Courage brauchst, dich durchbeißt und durchsetzt, was du möchtest, ne? Okay, gucken wir, was hier noch fällt. Genau, hier haben wir das Geheimnisbuch und dazu passen die Lupe. Also gucke dir die Dinge genau an, schau hinter die Kulissen. Flashbacks. Hier auch nochmal zweimal Element Luft dabei, ne? Da bist du selber dabei, Zwillinge, Waage und Wassermann. Und guck dir genau an, was war in der Vergangenheit, was wiederholt sich im Jetzt. Das könnte der Schlüssel für vieles hier sein. Und die Werte, die du hast, werden die von anderen mitgetragen? Haben die sich verändert? Ein Wert könnte sein, dass dir Ehrlichkeit absolut wichtig ist und du merkst jetzt halt, dass dir das aus dem Umfeld nicht so richtig gegeben ist, und kannst dann überprüfen, inwieweit es noch zu dir passt. Ja, prüfe und bedenke. Erneuerung steht für dich an. Prüfung, ne? Hier geht es um alle Fakten, deshalb kommt ja auch die Lupe, und es ist Zeit für dich, eine neue Richtung einzuschlagen. Die Sonne geht auf, guck mal. Positivität. Hier wirst du wieder mehr verbunden mit dem Johanniskraut zu deiner Urquelle. Du wirst angeschlossen an die Sonne, an die gute Energie. Du wirst selber wieder die Sonne, und um dich wird es warm und hell. Ja, und hier hast du noch den Engel der Natur, ne? Vielleicht magst du dich mal wieder mehr verbinden, die Natur genießen, dich in der Natur aufhalten. Auch diese Zyklen und Rhythmen, die die Natur so mit sich bringt, ne? Gerade Jahreszeiten, Mondphasen, alles baut aufeinander auf, alles ist wiederkehrend, alles hat auch seine Zeit, und das ist hier eine wunderschöne Energie für dich. Die könnte dir hier sehr viel mitbringen, wenn du bereit bist, die Dinge anders zu machen als bisher. Okay, lieber Zwillinge, Geborene, ich drücke dich und bis bald.